Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute geht's um Zugriffsmodifikatoren und wir haben schon das letzte Mal leicht damit angefangen, warum man Zugriffsmodifikatoren benutzt. Aber wir wollen uns da langsam dran tasten. So, standardmäßig, wenn ihr nichts hinschreibt, sind die Dinger eigentlich immer public. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch einfach weglassen. Manchmal gibt's aber noch einen kleinen Unterschied, der ist aber sehr, sehr gering. Und meistens steht dann wirklich einfach Public int Anzahl Schüler oder Public Schule oder auch Public Function neuer Schüler. So, das bedeutet einfach, jeder hat darauf Zugriff. Also ich kann von meinem normalen Programmcode hier unten komplett alles damit machen. Jetzt ist es aber nicht unbedingt immer sinnvoll, wenn ich damit alles machen kann, denn ich könnte hier auch einfach hergehen, so ins KIT brauchen wir gerade mal gar nicht, ich könnte auch einfach hergehen und sagen, hey, ich setze meine Anzahl an Abonnenten bzw. Anzahl an Schülern auf minus 100.000, das geht. Macht aber keinen Sinn, weil man auf YouTube oder generell in der Schule keine negative Anzahl von Schülern haben kann. Und deswegen macht es, also es geht, ich kann das tun, aber es macht absolut keinen Sinn. Und um solche Sachen zu unterbinden, hat man Zugriffsmodifikatoren erfunden. Und wir werden jetzt hier tatsächlich nur 2 davon uns angucken. Den dritten können wir erst machen, wenn wir Vererbung hatten. Und das heißt, wir werden uns heute um Public und um Private kümmern. Private bedeutet, wenn ich das jetzt auf Private setze, dann darf ich das plötzlich nicht mehr. Das heißt, ich darf hier unten meine Anzahl an Schülern nicht mehr setzen. Ich darf sie nicht mal mehr auslesen. Das heißt, auch sowas wie print oder, nee, nicht print, sondern int x gleich youtube.anzahl Schüler, das geht nicht mehr. Beides nicht. Also ich kann weder lesen noch schreiben. Und wenn ich mir das jetzt so rausziehe, naja, dann ist es halt, gibt halt einen Fehler, ne? Ist halt nicht so gut. Was man jetzt aber nicht mehr machen kann, ist, man kann eben auch nicht mehr diese unsinnige Sache setzen, nämlich minus 100.000 Schüler. Und jetzt möchte man aber natürlich trotzdem noch irgendwie Zugriff drauf haben. Und was man da sich für einen Trick überlegt hat, sind Getter und Setter. Das heißt, man sagt, hey, ich möchte jetzt trotzdem auf diese Anzahl Schüler irgendwie Zugriff haben. Ich möchte vielleicht diese Anzahl Schüler nicht mehr ändern können. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Konstruktor irgendwas gemacht habe, am Anfang sage ich, ich habe 13.000 Schüler und danach sage ich, ich kann das Ding nicht mehr verändern, außer ich füge einen neuen Schüler hinzu und dann gibt es vielleicht noch eine Methode, die mir wieder einen Schüler abzieht oder sowas. All diese Sachen kann ich machen, aber ich kann meine Anzahl an Schülern nicht mehr selber komplett neu setzen. Ich kann nur hinzufügen oder abziehen, aber ich will sie natürlich immer noch auslesen können. Und dazu gibt es, wie gesagt, Getter. Das heißt, ich habe eine Public-Methode. Public get Anzahl Schüler. Schüler. Mensch. Und das ist einfach eine stinknormale Methode, die braucht keine Parameter. Die liefert mir aber einen. Das heißt, ich muss noch irgendwo hinschreiben, was mir die zurückgeben möchte. Wobei, wenn wir schon gerade dabei sind, sollte ich vielleicht auch hier unten ein Void eingeben. Naja, egal. Und ja, da möchte ich vielleicht noch... Quatsch, was mache ich denn? Dieses Void muss natürlich hinten dran. Da steht das Function. So, Public Function get Anzahl Schüler. Ja, was liefert mir die denn? Das heißt, ich sage zum Beispiel int. Und ja, jetzt sage ich hier, okay, diese Funktion braucht keine Parameter, sie liefert mir nur einen zurück. Das ist im Prinzip wirklich eine stinknormale Funktion auch oder eine stinknormale Methode eigentlich. Und jetzt mache ich einfach hier ein Return, Anzahl Schüler. Mein A-Finger ist irgendwie schneller als mein Z-Finger. Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich jetzt hier mache, ist, ich gebe was zurück, was eigentlich private ist. Das heißt, man kann von außen eigentlich nicht auf diese Variable zugreifen. Aber, und jetzt kommt der Sinn von private, ich kann innerhalb meiner Klasse, also in jeder einzelnen Methode hier und natürlich auch im Konstruktor, kann ich immer noch komplett alles machen mit dieser Anzahl Schüler. Also ich kann sie setzen, ich kann sie vergrößern, verkleinern, zurückgeben, alles damit machen. Und wenn ich jetzt hier eine Public Function int get Anzahl Schüler habe, also sprich ein Getter für meine Anzahl Schüler, dann liefert der mir einfach diese Anzahl Schüler zurück und ich kann hier unten wieder ganz normal damit arbeiten. Aber setzen kann ich sie ja immer noch nicht, weil ich habe hier keinen Setter. Das heißt,
Ich kann zum Beispiel sagen, int x gleich YouTube.Anzahl Schüler, das geht nicht mehr, aber ich kann jetzt hier hinschreiben, YouTube.Get Anzahl Schüler und das darf ich wieder, denn das Ding ist ja public. Und dadurch habe ich sozusagen die Zugriffskontrolle oder auch, ja, deswegen heißen die Dinge auch Zugriffsmodifikatoren. Ich habe die Zugriffskontrolle auf meine Anzahl an Schülern und niemand kann sie ändern, außer ich innerhalb meiner Klasse. Und jeder kann sie auslesen über diesen Getter hier. Aber ich kann zum Beispiel auch hergehen und sagen, ich vergrößere sie um 1 und das kann ich dann wiederum auch von außen machen, weil das Ding ist ja auch public. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel auch noch einen Setter haben möchte und das ist dann, ja, das gibt's auch, da sage ich dann einfach public Function in unserem Fall, weil wir ja Pseudocode schreiben. Es ist kein echtes Java, es ist kein echtes C, es ist nichts echtes. Aber so sieht es dann tatsächlich häufig aus. Und wie gesagt, die Syntax müsst ihr euch... Sag mal, was macht denn mein Nachbar? Das gibt's doch gar nicht. Hey Leute, ich nehme hier auf. Was ist los mit euch? Okay, ich glaube, er hat sich wieder beruhigt. So, also wir sagen hier, wir wollen jetzt plötzlich auch mal diese Anzahl an Schülern setzen. Das heißt, wir packen hier eine Void rein. Und das heißt, wir geben nichts zurück. Wir wollen sie ja nur setzen. Das heißt, set Anzahl Schüler. Und was wir jetzt hier brauchen, ist natürlich auch ein Parameter, denn wir wollen die Anzahl ja neu setzen, also komplett neu. Wir wollen sie nicht um 1 vergrößern, das haben wir hier schon, sondern wir wollen sie neu setzen. Und das ist jetzt zum Beispiel Schüler. So. Und ja, jetzt sagen wir hier einfach, okay, this.Anzahl Schüler oder auch nur einfach Anzahl Schüler, das geht genauso, kennt ihr mittlerweile, ist gleich Schüler. Ups, Schüler. So. Okay, aber jetzt haben wir komplett nichts gewonnen. Jetzt kann jeder wieder komplett alles machen, was er möchte. Das heißt, er kann auch einfach sagen, ich setze hier meine Anzahl an Schülern auf minus 100.000 oder wie viel wir hier unten hatten. Das heißt, es ist immer noch möglich zu sagen, YouTube. Also das hier geht immer noch nicht, YouTube.Anzahl Schüler gleich minus 100.000, aber YouTube.Set Anzahl Schüler von minus 100.000. Das geht immer noch. Und das ist natürlich dann wieder genauso schwachsinnig wie davor. Da kann ich das Ding auch wieder public machen. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Also so kann ich das Ganze auch public machen, wenn ich das so schreibe mit dem Setter. Das heißt, da kann man sich diese beiden Methoden hier wirklich sparen. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, hey, ich möchte nur erlauben, dass eben eine positive Anzahl Schülern gesetzt wird. Also sowas machen wie if Schüler nur größer 0, dann sage ich nur, ich setze die Anzahl an Schülern. Ansonsten setze ich sie überhaupt nicht. Also sowas zu machen und alles andere ignoriere ich komplett. Das kann ich jetzt natürlich machen und das ist ziemlich cool, weil jetzt habe ich natürlich mehr Kontrolle darüber. Jetzt ist, wo ist mein Aufruf von gerade eben? Jetzt darf ich das zwar machen, hier YouTube.set Anzahl Schüler von minus 100.000, aber sie verändert einfach meine Anzahl an Schülern überhaupt nicht, weil es ein komplett schwachsinniger Aufruf ist. Und das heißt, die bleibt einfach genauso, wie sie vorher war. Das heißt, das hier ist illegal und das kann ich überhaupt nicht mehr machen, sonst läuft mein Code gar nicht oder er kompiliert überhaupt nicht. Das heißt, meine Anzahl an Schülern ist 13.000. Wenn ich das hier aufrufe, dann überprüft er hier, ist Schüler größer 0. Nein, es ist offensichtlich kleiner als 0 oder kleiner, ja, eigentlich müsste ich hier kleiner gleich schreiben. Aber es ist offensichtlich echt kleiner als 0. Also passiert hier gar nichts, weil dieses if nicht ausgeführt wird. Aber ich darf das natürlich trotzdem aufrufen. Und das ist ziemlich cool. Ich kann es jetzt auslesen. Ich kann quasi alles machen, was ich möchte. Achtung, was man hier allerdings nicht machen sollte, generell im Getter und im Setter, wäre sowas wie this.nuke.launch oder sowas, was man überhaupt nicht machen möchte. Also irgendeine Rakete starten oder ja irgendwelche Seiteneffekte, die man nicht erwarten würde. Also zum Beispiel jetzt hier, wenn ihr noch den Namen habt, den Namen zu sagen, this.name ist gleich Hans-Peter Lustig oder so. So, also das kann man, oder das sollte man möglichst vermeiden. Wenn man solche Dinge macht, dann spricht man da sehr, sehr schnell von absolut schlechten Code und unlesbar und komplett nicht intuitiv. Sollte man wirklich tunlichst vermeiden, weil man keine Ahnung hat, was man tut. Also das, was man schreibt, das sollte man dann auch am Ende bekommen. Gut. Ja, das ist das Konzept hinter Zugriffsmodifikatoren. Wie gesagt,
Protected werden wir noch behandeln, aber nicht heute, weil wir dazu Vererbung zuerst brauchen. Und nächstes Mal schauen wir mal, was wir machen. Wir gucken einfach mal, was mir so einfällt. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.